Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 99:1. Ich bin Anushka. Heute spreche ich mit Benjamin Duisberg über den Prozess gegen die sogenannten Ulm Five, eine Gruppe von Aktivistinnen, die vergangenes Jahr in die Tochterfirma des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit eingedrungen sind und dort Sachen beschädigt haben sollen. Hallo Benjamin, schön, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Benjamin, du arbeitest als Rechtsanwalt in Berlin mit dem Schwerpunkt Strafverteidigung und momentan fährst du oft nach Stammheim, weil du eine Person verteidigst, die dort sitzt und weil der Prozess gegen die Ulm Five im berüchtigten Hochsicherheitsgerichtssaal stattfindet, der eigentlich einst extra für die RAF-Prozesse auf dem Knastgelände errichtet wurde. Vielleicht kannst du uns erstmal ein bisschen Hintergrund geben. Was ist da passiert am 8. September 2025 in Ulm? Genau, ja, kann ich gerne machen. Und zwar am 8. September 25 sind 5 Personen, die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, die Ermittlungen führt, geht davon aus, dass da auch noch weitere Personen zumindest beteiligt waren an der Aktion im Umfeld, aber gesichert ist wohl, dass 5 Personen in die Betriebsräume von Elbit Systems Deutschland, die dort in Ulm sich befinden, eingedrungen sind durch ein Fenster. Eingestiegen sind und dann mit verschiedenen Werkzeugen, also irgendwie dann im Innern eine verschiedene Türen aufgebrochen haben, sich Zugang zu den Betriebsräumen verschafft haben, also sowohl zu Büro- und Laborräumen des Betriebs und da in einem gewissen Umfang Sachschaden am Büroequipment und Laborequipment angerichtet haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart geht rund von 1 Million Sachschaden aus. Und ja, wichtig ist zu verstehen, das ist ein Rüstungsbetrieb. Also es geht um militärische Produktion da. Wir kommen, glaube ich, später noch zu, was genau da eigentlich gemacht wird. Und die 5, die dann dort drin blieben auch relativ unbehelligt von der Security, die am Ort war. Das heißt, die hatten ja dann auch durchaus eine gewisse Zeit, eben Schaden anzurichten, was wohl in dem Schadensumfang einen größeren Raum einnimmt, sind halt tatsächlich einige dieser Laborgeräte, die so einen gewissen Wert gehabt haben sollen. Und in diesem Laborraum haben sie sich dann am Ende eingeschlossen und dort auf das Eintreffen der Polizei gewartet. Und die haben sich, 5 haben dann auch sich widerstandslos festnehmen lassen und befinden sich im Prinzip seitdem in Untersuchungshaft. Das ist ja eigentlich eine klassische Sachbeschädigung, würde ich sagen. Weshalb oder wegen was sind die Mandantinnen denn angeklagt? Ja, also insgesamt sind es 4 Dinge, die in der Anklage vorgeworfen wird. Das tatsächlich Sachbeschädigung, das ist das eine, Hausfriedensbruch. Dann geht es noch um From the River to the Sea. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Die Aktion wurde gefilmt oder die 5 haben sich selbst dabei gefilmt. Das Ganze wurde hinterher im Internet hochgeladen und war dann zu sehen, was dort gemacht wurde. Es wurden auch im Innern bestimmte Schriftzüge angebracht, also mit Sprühdosen und es soll eben auch so die Generalstaatsanwaltschaft, ach so, und die 5 haben auch jeweils so eine Art Bekennervideos wohl erstellt, die dann auch nach und nach veröffentlicht wurden. Und ja, und hier und da hat die Generalstaatsanwaltschaft die Äußerung From the River to the Sea, Palestine will be free entdeckt und deswegen sind die 5 auch noch wegen Verwendung von Kennzeichen terroristischer Organisationen angeklagt, weil ja bekanntlich dieser Slogan oder diese Wortfolge irrigerweise der Hamas zugerechnet wird, was im Endeffekt überhaupt keinen Sinn macht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist der dritte Vorwurf, der so ein bisschen daneben steht. Passt aber ins Bild zu dem ganzen Framing, welches die Generalstaatsanwaltschaft hier versucht, nämlich die
die ganze Aktion nicht als das, was sie wirklich war, nämlich eine antimilitaristische Aktion zur Verhinderung oder zur Beeinträchtigung eines Genozids zu behandeln, soll das Ganze ja einen antisemitischen Hintergrund gehabt haben. Das ist die seltsame Idee der Generalstaatsanwaltschaft und deswegen ist für die dieses Element mit dem From the River to the Sea dann auch nicht ganz unwichtig offenbar. Und das Ganze wird jetzt aber nicht als ein klassisches Sachbeschädigungsdelikt behandelt, sondern, ich habe ja schon erwähnt, Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart hat die Ermittlungen sehr schnell an sich gezogen. Am Anfang war das einfach ganz normal bei der Staatsanwaltschaft Ulm, weil es ja da passiert ist. Die Generalstaatsanwaltschaft meinte dann, das Ganze, die fünf seien auch noch Mitglied einer kriminellen Organisation. Palestine Action Germany sei quasi der Name dieser kriminellen Organisation und diese Tat sei quasi als Teil dieser Mitgliedschaft passiert oder als sogenannte Betätigungshandlung. Und deswegen steht jetzt noch Paragraph 129 StGB als weiterer und auch schwerster Vorwurf im Raum. Und was war das Ziel der ganzen Aktion? Ja, also das Ziel ist relativ offensichtlich. Das haben unsere Mandantinnen auch in den Bekennervideos geäußert. Es soll auch am selben Tag ist so eine Art Presseerklärung raus veröffentlicht worden, die auch von unseren Mandantinnen stammen soll. Und da wird es ganz klar formuliert, was das Ziel ist, nämlich etwas gegen den Genozid in Gaza zu tun. Das Ganze war ja, wie gesagt, am 8. September 2025. Wir wissen, dass 8 Tage später, am 16. September 2025, die vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte internationale Untersuchungskommission einhellig zu dem Schluss kam, dass das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza ein Genozid konstituiert. Das ist ein sehr ausführlicher, detaillierter Bericht. Alle Menschenrechtsorganisationen, alle wichtigen Genozidforscherinnen sehen das inzwischen so, dass die Kriegsführung der israelischen Armee in Gaza genozidalen Charakter hatte und die Sache ist ja, was wir auch alle wissen, ist, dass Deutschland als zweitgrößter Waffenlieferant an Israel ja extremen Anteil daran hatte und die ganze Zeit Israel nicht nur politisch extrem unterstützt hat, sondern vor allem auch militärisch ganz materiell. Wir wissen, dass Deutschland in einem gesamten Zeitraum von Oktober 2023 bis September 25 circa 500 Rüstungsgüter genehmigt, den Export von Rüstungsgütern im Umfang von 500 Milliarden Euro, also rund 500 Millionen Euro genehmigt hat. Ganz essentielle Sachen sind dabei, wie eben Getriebe für Panzerfahrzeuge, Panzerabwehrwaffen, geleaste Drohnen wurden zurückgegeben, ganz viel Munition für Gewehre und Panzer, ganz viel elektronische Ausrüstung. Und da kommen wir noch später zu. Auch natürlich die Lieferungen, die von Elbit Systems Germany stattgefunden haben, wurden genehmigt. Und das stellt einfach eine Beihilfe zum Genozid dar, was Deutschland da als Staat begangen hat, was natürlich auch individuell strafrechtlich Verantwortung begründet für die Politikerinnen, die das genehmigt haben, auch für die Unternehmerinnen, die diese Exporte durchgeführt haben. Und das wiederum stellt einen ganz klaren Verstoß gegen die Genozid, also individuell sind das Verstöße gegen das Völkerstrafgesetzbuch, es ist Beihilfe zum Genozid und auf Ebene der Staatenverantwortlichkeit ist es, wie gesagt, eine Beihilfe zum Genozid. Und es gibt ja noch die Genozidkonvention, der auch Deutschland beigetreten ist, die verpflichtet in einer Situation, wo ein Genozid stattfindet oder die hohe Gefahr ist, dass ein solcher stattfindet, alle Staaten verpflichtet sind, nicht nur nicht zu unterstützen, sondern sogar alles möglich zu tun, um das zu verhindern. Also es gibt da aktive Handlungspflichten. Deutschland hat nicht nur nichts getan, das zu verhindern, sondern die ganze Zeit, wie ich gerade ja dargelegt habe, das aktiv befeuert noch.
und auch eben, wie gesagt, Sachen geliefert, ohne die Panzer da überhaupt gar nicht hätten fahren können. Auch nicht Panzermotoren, auch Panzergetriebe. Wie auch immer. Jedenfalls ist in so einer Situation Deutschland also hat seine völkerrechtlichen Pflichten ganz klar verletzt und auch alle Demonstrationen dagegen, die es ja in Deutschland gegeben hat, haben nicht zu einer Änderung der Politik geführt. Im Gegenteil, die sind brutalst niedergeknüppelt worden. Tausende, Zehntausende Ermittlungsverfahren sind gegen palästina-solidarische Aktivistinnen eingeleitet worden und unter anderem auch unsere Mandantinnen waren auch sehr aktiv, immer auf Demonstrationen in anderen Zusammenhängen und auch alle möglichen Rechtsmittel, die versucht wurden einzulegen gegen diese Waffenlieferung, Rüstungsgutlieferungen sind letztlich gescheitert, weil die Gerichte sich offensichtlich das also als unzulässig behandelt haben, sich nicht dafür interessiert haben. Und im September 25, also es hat die ganze Zeit kulminiert, aber September 25 war auch ein weiterer Kulminationspunkt des Ganzen. Die Hungersnot in Gaza war eine der höchsten, die jemals gemessen wurde, wie UN-Organisationen dargelegt haben. Und das Geschehen ging ungebremst weiter mit deutscher Unterstützung. Und in dieser Situation war das Ziel der Aktion, ganz materiell dieser Beihilfe zum Genozid etwas zu entgegensetzen. Und indem man den Rüstungsbetrieb, in diesem konkreten Rüstungsbetrieb, der eben auch eine Rolle spielte, beschädigt und sei es nur für wenige Tage, weitere Rüstungsproduktion, die diesem Genozid zugutekommt, zu unterbinden. Also letztlich geht es um Leben retten. Man könnte es, jetzt habe ich viel geredet, letztlich war das Ziel, Leben zu retten. Und natürlich ging es daneben auch darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und mediale Aufmerksamkeit und vielleicht auch andere zu animieren, was dagegen zu tun oder vielleicht auch die Politik nochmal zum Umdenken zu bewegen. Aber ja, also im Vordergrund stand ganz materiell das Ziel, Leben zu retten. Und ja, ich würde das so einschätzen, dass die Ulm Five, also die 5 AktivistInnen, ganz klar politische Gefangene sind. Sind die Bedingungen der Gefangenschaft? Ja, also das Ganze war natürlich ein politischer Akt, in dem man das in dieser Form, wie es hier getan wird, kriminalisiert ist. Der Begriff von politischen Gefangenen sicherlich zutreffend, weil man könnte weil sie werden tatsächlich behandelt wie politische Gefangene. Man könnte also wenn man das Ganze als eine einfache Sachbeschädigung begreifen würde, wäre hier niemand auf die Idee gekommen, Untersuchungshaft zum Beispiel anzuordnen. Es gibt überhaupt gar keine Fluchtgefahr. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die 50 quasi auf das Eintreffen der Polizei vor Ort gewartet haben. Also es gab überhaupt keine Bestrebungen, sich jetzt einem etwaigen Strafverfahren zu entziehen. Die 5 haben sich mit ihren Gesichtern gefilmt bei der Tat und das veröffentlicht. Also auch da gab es ja überhaupt keine Verdunklungs- oder Verdeckungsabsichten offenbar. Alle 5 haben ihr Leben in Deutschland, Familien, Ausbildung, Wohnungen, Studium, Arbeitsverhältnisse sind erreichbar. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund hier. Untersuchungshaft dient ja dazu, die sind ja nicht verurteilt, die 5. Das Verfahren läuft ja gerade erst und da wird erst festgestellt, ob sie eine Straftat begangen haben oder nicht. Und solange sind beschuldigte Personen normalerweise auf freiem Fuß, es sei denn, es besteht eben Flucht- oder Verdunklungsgefahr und hier besteht ganz offensichtlich nichts von beiden. Also allein das zeigt, und natürlich das zeigt, dass dass die 5 hier als als eine besondere Art offenbar von Kriminellen wahrgenommen werden. Sonst wäre man ja auch nicht auf die Idee gekommen, hier noch Paragraph 129 StGB, das ist ja der klassische politische Paragraph schlechthin, der immer gegen Sozialistinnen, Kommunistinnen, Hausbesetzerinnen, Linke im weitesten Sinne vor allem angewendet worden. Das ist die ganze Geschichte von dem Paragraph. Also inzwischen ist der Begriff der kriminellen Vereinigung noch etwas erweitert worden. Also werden jetzt auch vereinzelt wirtschaftskriminelle Vereinigungen als kriminelle Vereinigung angesehen. Das ist relativ frisch. Die
klassische Anwendungsweise war immer gegen als für die öffentliche Ordnung gefährlich angesehene Subjekte. Und das waren eben meistens, wie gesagt, Sozialdemokratinnen, Sozialisten, Kommunistinnen, Linke, die eben mit diesem Schnüffelparagraphen zu basieren. Warum Schnüffelparagraphen? Die Straferwartung ist natürlich höher dadurch, aber es ermöglicht eben vor allem eine ganze Palette von Ermittlungsmaßnahmen, die ergriffen werden können, auch verdeckter Art wie Telekommunikationsüberwachung, die dann, also ganz breite Umfeldermittlungen, die dann über diesen Paragraphen gerechtfertigt werden. Und es gibt in der Akte, ja, kommen wir vielleicht später noch zu, wenig Gründe dazu, überhaupt diesen Paragraphen hier rauszuholen. Genau, indem das getan wird, wird das Ganze tatsächlich als politisch behandelt und das schlägt sich auch in den Haftbedingungen nieder. Also sind nicht nur in Untersuchungshaft, sondern sind unter besonderen Sicherungsmaßnahmen in Untersuchungshaft. Das ist der sogenannte Paragraph 109, oder nicht sogenannte, Paragraph 119 StPO, besondere haftgrundbezogene Beschränkungen. Das heißt, jede Kommunikation nach außen ist überwacht. Es gibt keine unüberwachte Kommunikation nach außen, außer zu den Anwältinnen. Also jeder Besuch von Familienmitgliedern und Freunden sitzt ein LKA-Beamter und ein Dolmetscher daneben. Genauso jedes Telefonat muss einzeln genehmigt werden und dann hört da jemand mit. Und ja, auch sind die 5 voneinander getrennt, also sie sitzen alle in unterschiedlichen JVAs. Auch das Leben in den JVAs ist durch diese besonderen Sicherungsmaßnahmen nochmal extra eingeschränkt. Es ist viel einfacher, viel schwieriger Arbeit zu bekommen. Daniel zum Beispiel, mein Mandant sitzt 23 Stunden pro Tag in Einzelhaft. Er hat 1 Stunde Besuchszeit pro Monat. Das heißt, sein Vater zum Beispiel reist aus Irland an, um ihn eine halbe Stunde besuchen zu dürfen. Und genau, dann gibt es noch einen zweiten Slot pro Monat, eine weitere halbe Stunde. Ansonsten isst er alleine auf seiner Zelle, trinkt alleine auf seiner Zelle und hat 1 Stunde pro Tag Hofgang. Das war es im Prinzip. Wir mussten 5 Monate etwa kämpfen, damit er überhaupt das Recht hat, Bücher zu bestellen. Er wurde bis dahin auf die anstaltseigene Bibliothek verwiesen, wo 25 englischsprachige Bücher nicht besonderer Qualität stehen. Und ja, das sind so ein paar Details, die ja, zeigen, dass die Haftbedingungen auch für die anderen sind erschwert auf jeden Fall. Also die werden schon wie Schwerstkriminelle und gefährliche Subjekte behandelt. Und das Ganze für eine Aktion, wo es letztlich um Sachbeschädigung an Rüstungsproduktion geht. Und du hast ja gerade erzählt, die 5 Aktivistinnen sind alle irgendwie gut eingebunden und halt keine Berufsrevolutionärinnen. Wie geht's Ja. denen jetzt unter diesen Haftbedingungen? In dieser Gefangenschaft und Ja, das ist natürlich schrecklich. Also alle 5 sind von ihren Liebsten, von ihren Familien, von ihren Beziehungen getrennt. Natürlich können sie mit ihrem sonstigen Leben, also das Studium unterbrochen, die Jobs sind unterbrochen, die Zukunft ist ungewiss für alle. Keiner weiß, wie das jetzt am Ende enden wird, wie lange sie noch in Haft sitzen müssen. Und dann diese isolationsähnlichen Bedingungen sind eine enorme psychische Belastung für alle. Und gleichzeitig geht es natürlich nicht anders. Alle irgendwie, also ich kann natürlich jetzt am meisten über Daniel nur reden. Ich ja. habe nicht direkten Zugang zu den anderen 4 und bei jedem sind auch, glaube ich, bei jeder der Personen sind die Details auch unterschiedlich. Ich kann nur von Daniel sagen, dass er trotzdem einigermaßen stabil ist, unruhig, aber stabil. Und es geht ja auch nicht anders, sich irgendwie zu versuchen, also Überlebensstrategien sich anzueignen und sich mit so einer Situation auch zu arrangieren. Also er hat jetzt das Recht, auch Bücher zu bestellen. Das mussten wir, wie gesagt, erstmal durchfechten. Völlig verrückt, was da in der JVA Ulm passiert. Er verbringt jetzt Zeit einfach
viel mit Lesen vor allem und Schreiben und er erhält viele Briefe, das ist auch nochmal ganz wichtig. Es gibt viel Solidarität von außen. Das hilft natürlich, es ist auch zum Überleben total wichtig. Daniel bekommt sehr viele Briefe, versucht auch auf alle Schreiben, die er bekommt, zu antworten. Das dauert auch extrem lange, weil jeder Brief wird gelesen. Das heißt, manchmal bekommt Daniel wochenlang keinen Brief und dann aber plötzlich 20 auf einmal. Und ebenso wochenlang benötigt es dann, bis die Antworten bei den Absendern ankommen, weil der Generalstaatsanwalt liest ja alles vorher. Und ja, das kommt dann zu enormen Verzögerungen. Aber ja, insofern, Daniel versucht viel Sport zu machen, jeden Tag, soweit es geht. Also er hat Zugang zu den Fitnessräumen nur einmal die Woche, meine ich. Ansonsten kann er versuchen, das ist wichtig, aber ja, irgendwelche Ertüchtigungsübungen in der eigenen Zelle zu machen, bleibt ja nicht viel anderes übrig. Und so merke ich, dass Daniel versucht sich ich sage manchmal er, das ist falsch, also Daniel ist non-binär. Genau, deswegen genau, ist er nicht ganz richtig. Und Daniel ist soweit stabil und es hat natürlich in gewisser Weise jetzt auch geholfen, dass der Prozess begonnen hat und die 5 sehen konnten, war viel Publikum, draußen gab es Demonstrationen und das hat natürlich das jetzt auch nochmal etwas Leben gebracht und Bewegung reingebracht. Und genau, ihr seid ja ein Team von Verteidigerinnen Ja. für die 5. Was ist eure Verteidigungsstrategie? Ja, große Frage. Also nur, was du davon verraten darfst, Ja, ja, nö, natürlich. das ist alles gar kein Geheimnis. Also wir, wir, wir sind im Grunde schon relativ lange Zeit erschüttert, dass die 5 überhaupt noch in Haft sitzen. Wir haben ja alles versucht, alle möglichen Haftbeschwerden durchgegangen und um die 5 irgendwie rauszukriegen, weil das einfach nicht einsehbar ist. Es gibt keine Rechtfertigung für diese Untersuchungshaft, schon gar nicht unter diesen Bedingungen. Dann ist das Verfahren ja sehr spät begonnen worden, während die Generalstaatsanwaltschaft schon nach 3 Monaten relativ zügig Anklage erhoben hat dann das Landgericht Stuttgart das Verfahren begonnen erst Ende April und da waren die ja schon dann fast 8 Monate in Haft. Eigentlich ist das Gericht aber gehalten, innerhalb von 6 Monaten zu beginnen bei Haftsachen und dann musste das OLG Stuttgart darüber entscheiden, ob überhaupt die Haftfortdauer gerechtfertigt ist. Die haben aber alles gesagt, passt schon, ist schon in Ordnung. Und ja, allein auch das zeigt wieder den politischen Charakter. Es ist daran gar nichts in Ordnung und rechtfertigt war, weil ich habe ja schon dargelegt, dass keine Fluchtgefahr besteht und erst recht dann noch diese besonderen Begründungsanforderungen, das so lange andauern zu lassen, sind hier überhaupt nicht erfüllt. Also das Landgericht Stuttgart hätte sich auch Mühe geben können, das Verfahren schneller zu beginnen. Das Oberlandesgericht hat das dann begründet damit, unter anderem damit begründet, dass dass doch Fluchtgefahr bestehe, weil die Straferwartung so hoch sei. Ja, statt die jetzt einfach rauszulassen und das Verfahren dann in Ruhe zu verhandeln, haben die dann das alles gerechtfertigt und gesagt, und aber ihre eigene Entscheidung, die 5 inhaftiert zu lassen, muss ja dann irgendwie gerechtfertigt werden. Und das haben sie dann damit gemacht, zu sagen, die Strafverwartung ist ja hier so hoch und darüber letztlich die Fluchtgefahr begründet. Und das ist natürlich ganz besonders perfide, dann jetzt schon quasi dem Landgericht vorzugeben, dass es hier eine besonders hohe Strafe im Raum stehen sollte. Das ist alles feindlich, was da passiert, schon seit langem. Und ja, und darauf müssen wir natürlich irgendwie unsere Verteidigungsstrategie auch ausrichten. Natürlich ist unser Hauptziel irgendwie im Interesse unserer Mandantin, dass die 5 rauskommen.
Jedenfalls, nachdem das Urteil gesprochen wird. Was auch immer da rauskommt, können sie ja, selbst wenn eine längere Haftstrafe rauskommen würde, könnten sie ja dann wenigstens haftverschont werden, kann ja das Gericht entscheiden. Erstmal, bis es dann eben rechtskräftig ist. Und ja, also so im Mandantinneninteresse ist das auf jeden Fall das Hauptziel, irgendwie einen Weg zu finden, die fünf da rauszubekommen. Gleichzeitig wird uns eigentlich die ganze Zeit gesagt, sie haben gar keine Chance, da rauszukommen, weil das hat auch das OLG relativ deutlich gesagt, dass auch irgendwie mit einer bewährungsfähigen Strafe nicht zu rechnen Hä, ist. aber Und woher wollen die das denn wissen? Es ist doch das noch, es wissen die ist, nicht. Eben, das ist sehr in welche anmaßend. Glaskugel gucken Ja, die? das ist sehr anmaßend. Die rechtfertigen das damit, dass sie ja über die Haftverhältnisse zu entscheiden haben und dann so eine Art Prognose anstellen müssen. Aber letztlich ist das Verfahren ja hat noch überhaupt nicht stattgefunden. Und unsere Hoffnung war, dass die Staatsschutzkammer, die das dann verhandelt am Landgericht Stuttgart, möglichst unabhängig davon ist. Ich sage vielleicht gleich noch mal was dazu, warum diese Hoffnung sich als überhaupt gar nicht realistisch erweist. Die Staatsschutzkammer am Landgericht Stuttgart agiert nämlich in einer ebenso feindlichen Art und Weise. Auch das müssen wir natürlich alles in unsere Strategie irgendwie einbeziehen. Aber um es ganz einfach auszudrücken, was wir wollen in dem Verfahren ist, dass die fünf freigesprochen werden. Unabhängig von den taktischen, strategischen Überlegungen, die so mit Haftentlassung und Haftfortdauer zusammenhängen. Materiell wollen wir einen Freispruch für die fünf und halten das auch einfach zu begründen, weil einfach die Sachbeschädigung der Hausfriedensbruch, die ja hier offensichtlich erstmal rein objektiv vorliegen, gerechtfertigt sind. Und insofern es sich um eine nicht rechtswidrige Sachbeschädigung handelte und auch um einen nicht rechtswidrigen Hausfriedensbruch. Warum? Es gibt mehrere Paragraphen im Strafgesetzbuch, die unter bestimmten Umständen ähm, sozusagen einen Freispruch aufgrund einer Rechtfertigung der Handlung aufgrund von Notwehr oder Notstand vorsehen. Und das ist eben relativ klar hier. Also Paragraph 32 Notwehr sagt eben, dass eine Person nicht bestraft wird, nicht rechtswidrig handelt, wenn die wenn die Handlung erforderlich, geeignet und geboten ist, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar vorbestehenden Angriff auf schützenswerte Rechtsgüter abzuwehren. Klassische kennt ja jeder den Begriff Notwehr oder Nothilfe ist, wenn die Tat zugunsten von Dritten begangen wird. Also wenn Person A die Person B auf offener Straße, warum auch immer, attackiert und Person C dann der Person A in den Arm fällt und vielleicht auch Person A dabei wehtut oder vielleicht sogar Person A dabei verletzt. Wenn das Ganze erforderlich ist, um diesen Angriff auf Person B abzuwehren, wird Person C selbstverständlich nicht bestraft dafür, sondern sie hat ja größeres Unrecht. Sie hat zwar Person A Schmerzen zugefügt und vielleicht auch verletzt, aber größeres Unrecht verhindert. Und genau das ist hier passiert. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, der Betrieb in Ulm dient der Ausrüstung der israelischen Armee, die gerade dabei ist, einen Genozid zu begehen. Und das ist der Angriff, der auf die Zivilbevölkerung von Gaza, an der auch Elbit Systems als Gesamtkonzern mit der 100%igen Tochter in Ulm unmittelbar beteiligt ist. Die sind Teil der Angreifer, ganz klar. Und jetzt will man diesen Angriff abwehren. Vorrangig sind natürlich rechtliche Mittel, die zu ergreifen wären. Aber wir hatten ja gehört, alle rechtlichen Mittel sind gescheitert. Die Verwaltungsgerichte haben sich geweigert, irgendwas den Genehmigungen, also Deutschland müsste ja diese Rüstungsgüter, dürfte die nicht genehmigen, dann könnte Elbit Systems Deutschland auch nichts liefern. Macht Deutschland nicht, genehmigt das alles und die Rechtsmittel dagegen haben versagt. Insofern, und die Demonstrationen könnte man ja auch noch sagen, man könnte ja auch in Parteien eintreten, die das vielleicht verhindern, aber die Parteien haben das ja alle getragen.
Das heißt, politische Mittel haben nicht wahr, die Demonstrationen, die unsere Mandantinnen versucht haben, haben alle nicht zu einer Politikänderung geführt. Das heißt, in so einer Situation kommen wir dann tatsächlich zu dem Punkt, dass Selbsthilfe gerechtfertigt ist, sogar geboten ist. Und das ist die Schwelle der Erforderlichkeit. Sind alle anderen milderen Mittel, um das zu verhindern, ausgeschöpft? Ja. Und deswegen durften die 5 zur Selbsthilfe greifen. Und dann ist nur noch die Frage, war das geeignet eigentlich? Und das ist offensichtlich, was sie getan haben, das ist offensichtlich geeignet, einen Rüstungsbetrieb zu zerstören oder zu beschädigen, der genau, ist natürlich dazu geeignet, um dessen Supply für die jeweilige Armee dann zu unterbrechen. Und ja, und dann gibt es noch so eine Gebotenheitsschwelle, heißt das im Notwehrparagraphen, die stellt hier offenbar, also das nimmt so bestimmte Fallkonstellationen aus, wo ein offensichtliches Missverhältnis dann nicht mehr gerechtfertigt ist. Also es gab früher so die Fallkonstellation, wenn ich den Apfeldieb töte, um den Apfeldiebstahl zu verhindern oder ihm den Arm abhacke. So weit geht eigentlich das Notwehrrecht tatsächlich. Also das sind da auch durchaus nur um den Angriff abzuwehren, sogar ganz unverhältnismäßige Diskrepanzen in den Rechtsgütern erlaubt, nur um so ganz krasse Fallgestaltungen auszuschließen. Das ist das klassische Beispiel dafür. Da würde man sagen, dann ist es nicht mehr Gebot. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Es wurden ja nicht mal Menschen geschädigt. Genau, die haben noch niemandem wehgetan, so. Genau, es ist überhaupt kein Mensch zu Schaden gekommen, es ist reiner Sachschaden, und zwar Sachschaden an toxischen Dingen, würde ich sogar sagen, nicht mal an irgendwie schützenswerten Gütern. Also Rüstungsgüter sind eigentlich per se nicht per se nicht schützenswert, und schon gar nicht solche, die gerade in der Art verwendet werden, wie ich das skizziert hatte. Und deswegen ist das juristisch eine ganz klare Konstellation von Rechtfertigung durch Notstand, durch Notwehr sogar. Notstand gäbe es auch noch als Begründungsvariante. Aber wir sind hier sogar bei der Nothilfe, die das Ganze rechtfertigt. Und man kann sogar noch weitergehen, dass das Ganze nicht nur gerechtfertigt war, sondern sogar juristisch und moralisch geboten. Man könnte sogar sagen, die 5 haben eigentlich eine Menschenpflicht hier erfüllt. Also die Genozidkonvention sagt ja auch, und die ist in Deutschland geltendes Recht, und das Völkerrecht kann sozusagen, und im Artikel 25 Grundgesetz steht auch drin, dass das auch Rechte und Pflichten für Einzelne erzeugen kann. Und wenn wir hier so ein Staatsversagen haben, kann man auch sagen, nein, also die 5 waren sogar verpflichtet, das zu tun, insoweit eben Deutschland da völlig versagt hat. Und man könnte auch sagen, jeder Mensch ist moralisch verpflichtet, das ihm Mögliche zu tun, um schwere Verbrechen zu verhindern. Und solange das halt natürlich auch verhältnismäßig ist, und das ist es hier offensichtlich. Und ja, insofern könnte man sagen, die 5 haben nicht nur so ein kleines Übel begangen, was gerecht wird, sie haben eigentlich was Anerkennenswertes getan und gehörten dafür eher geehrt als bestraft. Und das ist unsere Verteidigung, aber das jetzt in Klammern. Also die Verteidigungsstrategie ist auf § 32 StGB ausgerichtet, und zu jeder dieser Stufe werden wir Beweisanträge stellen und das jeweils unter Beweis stellen. Also was ist in Gaza passiert eigentlich? Warum war das ein Genozid? Warum war diese Handlung erforderlich? Warum war sie geeignet? Genau, das sind letztlich 3 Schritte, und das werden wir in das Verfahren reinbringen, ob die Kammer das will oder nicht. Wir haben mit Benjamin auch schon öfter gesprochen, und zwar haben du und deine Kolleginnen ja schon einige juristische Mittel genutzt oder probiert, um Genehmigungen für Waffenlieferungen zu stoppen, beziehungsweise die Personen, die das genehmigen, zu ahnden dafür. Ja, Guck da gerne das mal stimmt. rein. Finde ich ziemlich spannend. Ja. Genau. Der Strafantrag gegen den Generalbundesanwalt ist auch noch anhängig, läuft noch. Ja, Gegen Herr Rommel. ja. Ähm, Nicht gegen ihn, er sollte ermitteln, gegen die Bundesregierung, die Mitglieder der Bundesregierung, die Waffen
Lieferungen genehmigt haben und mehrere CEOs von Rüstungsbetrieben. Ja, und Herr Rommel wäre jetzt dafür zuständig, das hoffentlich vernünftig zu prüfen. Wir bleiben gespannt, ob das noch passiert. Da hatten wir vergangenes Jahr drüber gesprochen Ja, und es gibt noch nicht so viele News, würde ich sagen. ja. Aber du hast recht, also das hängt tatsächlich gar nicht so lose hier mit zusammen, weil das tatsächlich dieses Versagen, also der Verwaltungsgerichte, die Waffenlieferungen immer oder Rüstungslieferungen immer weiter zuzulassen und die Politiker, die das in diesem horrenden Ausmaß getan haben, wenn das nicht gewesen wäre, wenn Deutschland getan hätte, was es hätte tun müssen, nämlich einen und Rüstungsgut-Stopp, Boykott auszusprechen, dann wären die fünf ja nicht in der Lage gewesen, das zu tun. Und dafür bestraft man sie jetzt. Das ist verrückt. Oder will man sie bestrafen? Und was produziert Elbit Germany in Ulm und inwiefern ist es relevant für die israelische Kriegsführung? Ja, das ist eine gute Frage, weil Elbit Systems Germany, wenn man so auf die Homepage guckt und so weiter, dann ist es natürlich alles sehr vage, kann man schon so ein bisschen was erfahren, es bleibt alles sehr vage und da wird nicht so richtig viel offengelegt, außer dass sie ja unter anderem auch an die Bundeswehr, also für die Bundeswehr produzieren. Also die wird so ein bisschen teilweise suggeriert, als wenn die jetzt gar nicht so viel mit Israel zu tun haben. Das Gegenteil ist aber richtig. Also, dieser Betrieb in Ulm macht so einiges und man könnte sagen, so vielleicht der wichtigste Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist die sogenannte Hochfrequenz-Technologie. Genau, ich sage vielleicht gleich noch so ein bisschen was Näheres dazu. Erstmal ist seit 2007 gehört dieser Betrieb, der hieß damals noch Telefunken Radio Communications Systems GmbH und Co. KG. Und so hieß der zuletzt und wurde dann 2007 mit diesem Namen noch in den Elbit-Konzern integriert, als hundertprozentige Tochter von Elbit Systems mit Sitz in Israel. Und also es ist ein eigenständiger Betrieb in Deutschland, Elbit Systems Germany, mit einem eigenen Geschäftsführer und so weiter, aber gehört der Konzernstruktur von dem Elbit Gesamtkonzern an, als hundertprozentige Tochter. Und genau, insofern ist erstmal, und da muss man, also das ist vielleicht der erste Schritt, also der Elbit-Konzern als solcher mit dem integralen Bestandteil von Elbit Systems Deutschland ist der wichtigste Ausrüster der israelischen Streitkräfte und spielt als solcher schon eine ganz zentrale Rolle bei der Kriegsführung, unter anderem in Gaza. Also der Konzern liefert insgesamt rund 85% der Drohnensysteme, der Panzertechnik, Munition und Überwachungssysteme für die israelische Armee. Und genau, Elbit Systems Deutschland produziert mit Standort in Ulm, produziert, wie gesagt, verschiedene Sachen. Ein wichtiges Element ist die sogenannte SDR-Technologie. Also SDR steht für Software Defined Radio, also softwaregesteuerte Kurzwellenfunksysteme. Man sieht schon hier so ein bisschen den Bezug zu Telefunken. Ja. Genau, also Telefunken hat ja eine lange traditionsreiche Geschichte in Deutschland, wurde 1903, glaube ich, gegründet von AEG und Siemens und war immer für diese Hochfrequenztechnologie bekannt. 1903. Schon 1903 Ja. gegründet, genau. Und immer wichtig, genau, die haben tausende Patente, haben unter anderem den Farbfernseher dann irgendwann erfunden, Radiotechnik, Radartechnik und Telefunken hat immer schon auch so eine Kombination aus ziviler Nutzung und militärischer Nutzung gehabt. Also diese Kurzwellenfunksysteme waren immer auch militärisch relevant. Es war mal zu Zeiten der ersten Weltkriegen natürlich stärker. In anderen Zeiten dann hat die zivile Sparte wieder
mehr Gewicht gehabt und in den 90ern, Ende der 80er, 90er ist es wieder vorwiegend militärische Nutzung und gehört eben seit 2007 Elbit Systems komplett und spielt in dem Gesamtkonzern eine ganz wichtige Rolle, gerade was diese Kurzwellenfunksysteme angeht. Und ja, also das funktioniert so, diese SDR-Systeme, softwaregesteuerte Kurzwellenfunksysteme, die sind in den israelischen Einheiten, auch in Gaza, integriert, werden sowohl von Infanterie benutzt, als auch sind auch in Panzern und Flugzeugen verbaut und ja, es werden in mehreren israelischen Militäroperationen eingesetzt, ganz klar auch im Gazastreifen. Und diese SDR-Systeme geben quasi in Echtzeit gesammelte Überwachungsdaten weiter und ermöglichen dann den Offizieren das Ganze, wie als wenn sie ein Videospiel spielen, zu steuern. Also die ganzen Daten, die diese einzelnen Einheiten eben in Echtzeit sammeln, werden an die Offiziere weitergegeben, die dann so eine Art Bildschirm wie in einem Computerspiel vor sich haben und genau, also man kann sich die haben dann so eine Satellitenkarte des Schlachtfelds vor sich, also die Offiziere oder Vorgesetzten sehen das aus einer Vogelperspektive und jede Einheit, die mit so einem Funkgerät aus Ulm ausgestattet ist, welches ständig Informationen übermittelt, also Informationen darüber, was die einzelne Einheit sieht, hört, ob es Verluste gibt, ob Munition zur Neige geht, werden zentralisiert, verknüpft und an den Bildschirmen den einzelnen Kommandanten angezeigt. Und das ist eine ganz wichtige Funktion und dann stellt das Unternehmen im Ulm sogenannte Laser-Zielmarkierer her, die sowohl zur Verteidigung als auch zum Angriff eingesetzt werden. Also ganz einfach, um Ziele zu markieren und dann zu zerstören, ganz unabhängig davon, was es sich für Objekte handelt. Also kann sowohl um anfliegende Raketen gehen, kann aber auch um Wohnhäuser und Fahrzeuge gehen. Also mit diesem Laser können die Offiziere dann auf ein Ziel zeigen und das Ziel markieren und genau, eine andere Einheit kann dann dieses Ziel angreifen mit einer Granate oder einer Rakete. Und diese Systeme werden, wie gesagt, im Rahmen des andauernden Völkermords in Gaza eingesetzt, im großen Umfang, sowohl von Landstreitkräften, Luftwaffe und Marine. Und was noch ganz wichtig ist, diese genozidale Kriegsführung in Gaza ist ganz wesentlich KI gesteuert. Wir haben das ist ja bekannt, dieses Lavender-System, Gospel-System, Where's Daddy? Zum Beispiel Where's Daddy das heißt so, weil also diese KIs sind ja, das ist ja bekannt worden, so eingestellt, dass für eine Person, die irgendwie der Hamas zugerechnet wird, je nachdem, ob es ein höherer oder niederer Rang der Person zugeschrieben wird, ganz grob zwischen 25 und 100 zivile Opfer erlaubt. Also wird so ein angeblicher Kommandant gesehen und sind 100 Zivilistinnen drumherum, geht das Ding los. So ist es eingestellt und Where's Daddy heißt es, weil die teilweise so eingestellt sind, dass es genau dann losgeht, wenn der angebliche Hamas-Kämpfer sich zu Hause befindet. Also gerade im größeren Familienverbund sich befindet, weil davon ausgegangen wird, dann kann man die Person halt besonders einfach zu erreichen und genauso ist die KI eingestellt. Und jetzt diese SDR-Technik, die in Ulm hergestellt wird, die führt eben dazu, dass diese ganzen Informationen, die gesammelt werden in Echtzeit, sich in Datenbanken integriert. Also diese Datenbank heißt The Alchemist und diese Datenbank, die das israelische Militär benutzt, ist quasi das Rohmaterial für diese KI-gesteuerte Kriegsführung. Insofern könnte man
sagen, dass und damit brüstet sich Elbit Systems auch, mit dieser sogenannten, das nennen die dann integrierte Gefechtsführung, also man könnte sagen auch integrierte, ganz besonders effiziente und perfide Ja, Gefechtsführung. was für eine Genau. Verklausulisierung. Genau, und diese Vernetzung der unterschiedlichen Elemente, also von Drohnen, was die Drohnen machen, was die Panzer machen, was die einzelnen Soldaten machen, was der Offizier am Bildschirm macht, diese Vernetzung wird ganz wesentlich geleistet durch diese SDR, durch diese Kurzwellentechnik, die in Ulm hergestellt wird. Und wie gesagt, es kommen noch Sachen dazu, wie diese Laser-Zielmarkierer und auch andere optische Instrumente. Und wir haben auch klare Anhaltspunkte dafür, dass solche militärischen Güter im Jahr 2025 mehrfach von Ulm in israelische Häfen verschifft wurde oder auch per Flugzeug verbracht wurde. Da haben wir Informationen drüber erhalten. Und auch das wollen wir alles in das Verfahren einführen. Und genau, ganz besonders schön ist dann ja auch, dass dann Elbit Systems diese dann in Gaza zum Beispiel, aber jetzt ganz besonders prominent, erprobten Systeme dann wiederum wertsteigernd, als wertsteiger sozusagen Battleproven, kampferprobt weitervermarktet und weiterverkauft, zum Beispiel dann an die Bundeswehr. Insofern trifft das sicherlich zu, dass die auch an Bundeswehr und andere Armeen ihre Systeme, die in Ulm machen, weitervermarkten und weiterverkaufen. Das heißt aber nicht, dass sie das nicht vorher in Gaza erproben und erprobt haben und nicht nur erproben, sondern regelmäßig anwenden. Und ja, also solche Rüstungsgüter wie Zielerfassungssysteme, Laserwarnsysteme, Laserzielmarkierer, Sende- und Empfangsgeräte, andere optische Instrumente sind geliefert worden nach Israel über das Jahr 2025 hinweg. Das ist der Zeitraum, der uns vor allem interessiert, natürlich auch vorher und hinterher und immer noch. Aber die Handlung unserer Mandanten war ja im September 2025 und dadurch ganz offensichtlich geeignet, diese Lieferungen zu stören oder zu verzögern. Und wir haben das Ganze schon gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart im Ermittlungsverfahren vorgebracht, dass da doch solche Ermittlungen zu führen sind und dass es wichtig ist für das Verfahren. Das haben die verweigert, solche Ermittlungen überhaupt ernst zu nehmen oder zu führen, mit dem Argument, ja, das sei doch gar nicht das Ziel gewesen unserer Mandanten, der Sinn der Aktion sei doch rein antisemitisch. Das steht da tatsächlich so in der Anklage. Absolut lächerlich und zeigt wiederum, mit was für einem, ja, wie vorurteilsbelastet und im Grunde politisch vorgeprägt hier die Ermittlungsbehörden an die Sache rangehen. Ey, das ist so krass. Ja, ich finde, es gehört jemand anderes in den Knast, nicht eure Mandantinnen, sondern ich verstehe nicht, warum sitzen nicht die Bosse von Elbit in Stammheim? Ja, ich Ja, bin gerade echt schockiert durch diese KI-Waffensysteme. ja, genau. Also das ist tatsächlich deswegen nicht nur irgendein Beiwerk, der da in Ulm produziert ist, sondern ganz zentral für die Kriegsführung. Ja, und tatsächlich gehören die Leute, die diese Lieferungen verantworten, also sowohl die sie durchführen, sprich die Unternehmensleitung von Elbit Deutschland, als auch die deutschen Politikerinnen, die das die ganze Zeit gefördert und zugelassen haben. Natürlich viel, aber ja, die wären tatsächlich richtiger auf der Anklagebank und ganz bestimmt nicht unsere Mandantin. Und das ist auch Teil dessen, was wir in dem Verfahren zeigen wollen. Also wir wollen im Grunde den Spieß umdrehen, die Anklage umdrehen und ganz klar zeigen, die Anklage geht in die falsche Richtung. Es trifft Leute, die Leben gerettet haben und die Menschen, die Leben zerstören, sozusagen sitzen nicht da. Und was ist noch von einem Rechtssystem zu erhalten, was solche Maßstäbe anlegt? Und ja, und das ist unser Ziel für das Verfahren. Genau, dann kam der erste Verhandlungstag am 27. April und die Ja, Meldung ging ziemlich durch die Decke, ja. ähm, medial. Und genau, wie lief der erste Prozesstag ab? Ähm,
Ja, der lief, wie soll man das nennen? Nach außen sah das, glaube ich, relativ wild und chaotisch aus. Weiß gar nicht, ob das wirklich so war. Ähm, also, ich habe ja gerade beschrieben, was wir so vorhaben in dem Ja, Verfahren. Und wir waren auch schon am ersten Prozesstag mit diesen ganzen Dingen vorbereitet. Das heißt, die Verteidigung hat ja ein Bestreben, unsere Mandanten sollen ja auch auf den Knast raus so schnell wie möglich. Wir wollen diese Inhalte vorbringen. Und wir hatten die Einlassung unserer Mandantin, die wollten sich einlassen. Wir hatten Opening Statements vorbereitet. Also wir wollten sofort loslegen. Aber wir sind ja irgendwie auch darauf angewiesen, auf eine Kammer, also Richterinnen, die offen überhaupt sind, solche Argumente zu hören. Und wir sind auch angewiesen auf ein Verhandlungssetting, was überhaupt eine normale Kommunikation über ernste Dinge ermöglicht. Und was wir vorgefunden haben in Stammheim ist also spottet allen rechtsstaatlichen Standards. Und wenn, ja, und das zeichnete sich schon im Vorfeld ab, dass die Vorsitzende Richterin hat zunehmend aufgehört, überhaupt noch über irgendwelche organisatorischen Sachen mit uns zu kommunizieren. Und wir hatten von Anfang an war ja schon seltsam, dass Frau Lauchstädt, die Vorsitzende Richterin, überhaupt Stammheim nehme ich vielleicht was vorweg, was du noch fragen wolltest. Also die Frage ist ja überhaupt, warum befinden wir uns überhaupt in ja. Stammheim, in diesem Ja, Gerichtssaal? das kann ich Ja. mal kurz fragen, Mhm. weil mich Mhm. das irritiert. Ja. Also eigentlich, warum wird der Fall überhaupt in Stammheim verhandelt? Eigentlich Ja. wäre das Amtsgericht Ulm zuständig. Korrekt, genau. Vielleicht nehmen wir das kurz vorweg und dann, weil das ein bisschen zur Vorgeschichte dazugehört, was eigentlich am ersten Tag passiert ist. Also in der Tat, wenn man das einfach als normale Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verhandeln würde, dann wäre die Staatsanwaltschaft Ulm hätte das am Amtsgericht Ulm anklagen müssen. Ja, und dann hatte ich ja schon erzählt, hat das die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart an sich gezogen mit dem Argument hier, das ist ja ein schweres Organisationsdelikt, also Paragraph 129 StGB, kriminelle Vereinigung und so weiter. Und das ja, begründet dann die Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft und die wiederum haben das dann zum Staatsschutzkammer, also der Staatsschutzkammer des Landgerichts ist für 129 Delikte zuständig. So, und das war deswegen die Anklage zum Landgericht Stuttgart. Das erklärt aber immer noch nicht den Wahl des Gerichtsorts Stammheim. Denn Stammheim ist eigentlich die Gerichtsverhandlung der Gerichtsort weil Hochsicherheits Gerichtssaal für Verfahren mit einem Vorwurf terroristische Vereinigung, also 129a und b StGB und ist völlig unüblich und ich weiß nicht, ich glaube, es ist noch, also nach meinen Informationen ist es noch nie passiert, dass das Landgericht Stuttgart einschließlich der Staatsschutzkammer in Stammheim verhandelt hat. Also, das ist deren Willkür gewesen, das Ganze nach Stammheim zu verlegen. Offensichtlich, weil die ja da schon meinten, unsere Mandantinnen seien so ungeheuer gefährlich, dass sie einen Hochsicherheitsgerichtssaal brauchen. Es gibt keinen anderen Grund, der uns jemals genannt wurde. Also, und wir wissen auch inzwischen, dass Gerichtssäle in den normalen Gerichtssaal von dem Landgericht Stuttgart, der glaube ich weiß es nicht genau, ich meine in der Urbanstraße in Stuttgart ist, sind gar nicht angefragt worden. Also selbstverständlich hätte man da verhandeln können, wie üblicherweise. Und ja, das ist schon, aber entsprechende Anfragen von uns, warum überhaupt da, wurden überhaupt gar nicht beantwortet. So, und Also dann, hat die Vorsitzende Richterin Katrin Lauchstädt euch so ein bisschen geghostet einfach im Vorfeld? ja, man könnte das so sagen, ja, ist vielleicht der richtige Begriff. Also irgendwann haben wir auch die Information bekommen, dass wir nicht mehr erlaubt sein, also sie wollte nicht mehr mit uns telefonieren und auch nicht mehr E-Mails mit uns schreiben. Also wir konnten alle Anfragen nur noch sozusagen Postalisch. postalisch quasi stellen und
Ja, während aus der Akte hervorgeht, dass die Frau Lauchstädt aber auch kein Problem hatte mit der mit dem Generalstaatsanwalt zum Beispiel E-Mails zu schreiben. Also ja, das war tatsächlich auffällig, dass viele unserer Anfragen einfach ignoriert wurden. Und ja, deswegen war ja, und wir haben dann schon abgesehen, dass wenn wir in Stammheim sind, da ist es ja so, dass die angeklagten Personen in so einer Art Glaszellen sitzen sollen. Man kann das natürlich auch anders arrangieren, die müssen ja nicht da hinten rein. Ja. Man kann ja vorne, ist ja auch viel Platz, also der Saal ist insgesamt sehr groß, also man kann das natürlich auch anders machen, aber so ist der Saal erstmal angeordnet, dass die angeklagten Personen hinter einer Glaszelle sitzen und die Anwälte getrennt davon vorne. Und da wir das dann schon abgesehen haben, haben wir dann relativ frühzeitig schon Frau Lauchstädt geschrieben, ohne Antwort zu bekommen, dass wir davon ausgehen, neben unseren Mandantinnen zu sitzen. Und weil es ja irgendwie überhaupt also es gibt ja überhaupt keine Sicherheitsgründe oder die irgendwie auch nur ansatzweise rechtfertigen könnten, warum jetzt unsere Mandantinnen getrennt von uns Anwälten in einer Glaszelle sitzen sollen und die entsprechenden Anfragen blieben aber unbeantwortet. So, und dann, ja. Ihr müsst euch ja auch unterhalten. Ja, genau, das kommt noch hinzu. Also das Unterhalten, ich soll dann ernsthaft, um mit Daniel zu sprechen, erstmal ich müsste einen Knopf drücken, Intercom-Funktion heißt es, einen Kopfhörer aufsetzen, Daniel dann auch einen Kopfhörer aufsetzen, dann soll ich in den offenen Raum sprechen, während ja die Verhandlung weiterläuft. Ich bekomme dann auch nicht mehr mit, weil ich ja im Kopfhörer dann Daniel habe, was sonst passiert. Auch Daniel bekommt nicht mehr mit, was die Dolmetscherin übersetzt, während ich mit Daniel spreche. Also allein das, also während ja, wenn man ganz normal nebeneinander sitzt, kann man sich ins Ohr flüstern und mit dem anderen Ohr noch weiter zuhören. Das funktioniert hier so alles nicht. Auch sozusagen so ein spontaner Austausch mit Händen und Ja, Füßen ist überhaupt, also mit Körpersprache oder irgendwie kurz was Mimik. flüstern, Mimik ist überhaupt nicht möglich, weil Daniel sitzt in meinem Rücken. Alles gilt analog für die anderen Anwältinnen und anderen Dann kannst Angeklagten. du Daniel ja auch gar nicht sehen. Nee, kann Daniel auch nicht sehen, korrekt. Und das macht auch die jegliche Kommunikation völlig unnatürlich. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass hinter Daniel, also hinter jeder von unseren Mandantinnen, steht noch ein Wachtmeister. Auch noch. Also die sind nicht nur in eine Glaszelle gesperrt, sondern noch mit 5 Justizbeamtinnen zusammen in die Glaszelle. Ja. Und wie soll dann auf eine vertrauliche Art unsere Mandantin mit uns sprechen? Weil sowohl können die sich ja gegenseitig hören, als auch meine Kolleginnen können Daniel hören, als auch die Justizwachtmeister. Keiner also alles Leute ohne Zeugnisverweigerungsrecht und ohne Schweigepflichten. Also eine vertrauliche Kommunikation ist strukturell ausgeschlossen. Also das ist das eine. Und dann kommt noch hinzu, dass es diese Art von Vorführung natürlich einen ganz eklatanten Widerspruch zur Unschuldsvermutung steht. Also wenn unsere Mandanten in Handschellen, auch da blieben im Übrigen alle unsere Anfragen vorher, müssen die denn wirklich jetzt in Handschellen der Presse und dem Publikum vorgeführt werden? Und dann lief das genau so ab. Also die 5 wurden wie Objekte in Handschellen nacheinander in die Glaszelle geführt und dann minutenlang konnte die Presse sie fotografieren und ablichten. Und also das erzeugt natürlich ein Bild dann auch, also vor der Presse, aber dann auch von den Schöffinnen, oder den Richterinnen, aber die 3 Berufsrichter kennen ja die Akte, aber die Schöffinnen sollen ja relativ unbefleckt irgendwie in das Verfahren reingehen. Und das Erste, was die sehen, ist 5 offensichtlich hochgefährliche Leute in einem Glaskasten mit Handschellen, getrennt von ihren Verteidigerinnen. Und das erzeugt natürlich ein Bild, was schon sehr nach schuldig aussieht. Also, ne, deswegen steht das, und da gibt es auch, und deswegen ist die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte etwa sehr streng, was diese Anordnung also es wird ja immer gerne in Deutschland skandalisiert, wie die Verfahren in Russland ablaufen gegen Nawalny oder andere und dann wird ja immer wird ja dann
gezeigt, dann die Bilder, wie unmenschlich, wie ein Tier sitzt da die angeklagte Person in einem Glaskasten drin. Da findet man das dann ganz schlimm, ist es ja auch, und rechtsstaatswidrig, aber warum ist es okay jetzt in Stammheim in Deutschland und dann auch noch bei Leuten, denen Sachbeschädigung vorgeworfen wird? Also nicht mal Ist nicht mal irgendwie, leichte ja, Körperverletzung ja, oder und so. dann auf unsere Anfragen dann nach dem ersten Prozesstag hat dann die Pressestelle, meine ich war es die Pressestelle? Ich weiß gar nicht mehr. Vorher tatsächlich wurde dann verwiesen auf eine EGMR-Entscheidung, die, glaube ich, im letzten Jahr irgendwann kam, wo in einem Fall so eine Beschwerde gegen den Glaskasten zurückgewiesen wurde. Und das wurde ernsthaft damit verglichen. Und die dort angeklagte Person war einer Person, der vielfacher Mord vorgeworfen wird und die irgendwie mehr als 10 Jahre flüchtig war. So, also das ist das Verhältnis, in dem das gerückt wurde. Aber so streng sind auch die Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die nämlich sagen grundsätzlich nein, weil sehr problematisch wegen der Unschuldsvermutung. Und nur wenn es eine ganz individuelle, extrem schlechte Gefahrenprognose gibt, kann sowas gerechtfertigt sein. Und das alles liegt ja überhaupt nicht vor. Weder gab es überhaupt eine individuelle Gefahrenprognose, noch wenn man eine angestellt hätte, hätte hier irgendwas rauskommen können, was das gerechtfertigt hätte. Und wie gesagt, das war jetzt alles Thema Unschuldsvermutung, völlig unabhängig davon. Und was gar nicht geht, ist, dass wir nicht vernünftig mit unseren Mandantinnen, nicht vertraulich und nicht vernünftig mit unseren Mandantinnen kommunizieren können. Also das ist sozusagen, damit ist auch das einfach Anwalts-Verteidigungs-Mandanten-Verhältnis ist unmöglich so durchzuführen. Also kurz gesagt, es ist unmöglich in solchen Bedingungen zu verhandeln. Und das war das, weil ja Frau Lauchstedt unsere entsprechenden Anfragen vorher nicht mit uns kommunizieren wollte, waren wir dann gezwungen. Wir waren auch 1,5 Stunden hat das gedauert am ersten Tag. Wir haben 1,5 Stunden zu spät angefangen. Ich bin dreimal zum Saalwachtmeister gegangen und habe gefragt, irgendwie, ob er nicht mal Frau Lauchstedt ausrichten könnte, dass ich ein paar Sachen gerne mit ihr besprechen Ja. würde. Unter anderem diese Vorführung in Handschellen. Oder auch Protokollkraft der Verteidigung. Wir wollen eine Schreibkraft. Wir haben eine Schreibkraft engagiert. Wurde der Zutritt verweigert am ersten Prozess? Alle solche Sachen hätte ich gern vorher besprochen. Nee, Frau Lauchstedt stand nicht zur Verfügung Ja, für was hat sie denn Gespräche. gemacht, diese 1,5 Stunden? Ja, wissen wir auch nicht. Jedenfalls nicht die Zeit genutzt, irgendwie organisatorische Sachen mit uns zu klären. Ja, Und aber auch nicht den deswegen, Prozess begonnen, den ja, Verhandlungstag begonnen. nee, und auch nicht den Fall. Ja, das war tatsächlich, hatte das noch relativ lange gedauert, bis dann, weil es gab ja extreme Sicherheitskontrollen weil es war viel Öffentlichkeit da, die dann tröpfchenweise reingelassen wurde. Und jede Einzelperson wurde sehr lange kontrolliert. Deswegen hat das so lange einfach gedauert, bis sich der Saal füllte. Und ja. Und dann war das so, dass wir dann wurde die Sache aufgerufen, wir wollten dann entsprechende Anträge stellen, dass sich diese ganzen Sachen, dass wir die jetzt klären. Also Sitzort, Handschellen war ja dann schon vorbei, die wurden ja dann so vorgeführt, aber eben zivile Sitzordnung, Protokollkraft, gab ein Problem, gab hier und da auch technische Probleme mit der Anlage, mit den Dolmetschern hatten wir Sachen. Dann wurde am ersten Tag gab es auch Probleme mit der Öffentlichkeit. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. All das wollten wir besprechen, bevor wir zu den Inhalten kommen. Also erstmal zivile. Ja, und dann hat Frau Lauchstedt einfach entschieden, dass unsere Anträge, die wir da schon alle gestellt haben oder formuliert haben, als nicht gestellt gelten, ihrer Ansicht nach. Also sie hat die nicht entgegengenommen, was auch immer das bedeutet, weil ein gestellter Antrag ist ein gestellter Antrag, der muss nicht erst entgegengenommen werden. Sie kann sich überlegen, ob sie den vielleicht möglicherweise später bescheiden will erst, aber sie hat dann einfach den Beschluss gemacht, wir haben nicht das Wort und es werden keine Anträge entgegengenommen. Und auf unseren Protest hin wurde das dann per Gerichtsbeschluss bestätigt, wo einfach gesagt wurde, bis nach Ende der Verlesung der Anklage haben wir überhaupt nicht das Wort und können keine Anträge stellen, sind alle unsere gestellten Anträge gelten als nicht gestellt, pauschal, einfach pauschal, wir haben nicht das Wort.
egal, unsere Mandantin, wir nicht, wir haben einfach nicht das Wort bis nach Anklageverlesung. Und das völlig verrückt, weil sie konnte ja nicht mal sagen, was unsere Anliegen alle waren. Also das eine oder andere haben wir geäußert, aber auch nicht alles. Und es ging ja auch, manche Sachen sind ja einfach unverzüglich. Und ja, deswegen also dieses ganze Gebaren, also, und es hatte auch gar keinen Sinn. Also es wird ja auch nicht mal Zeit damit gespart. Und es reißt auch das ganze Gefüge des Prozesses auseinander. Also außer, dass wir auch gar nicht bereit sind anzufangen, unter solchen rechtsstaatwidrigen Bedingungen zu verhandeln. Das geht einfach nicht. Ist es ja dann so, wenn wir die ganzen Formalitäten erst nach Anklageverlesung irgendwann klären können, dann, weil nach Anklageverlesung wollen wir ja inhaltlich reagieren auf die Anklage mit Opening Statements und dann nicht mehr noch über Sitzordnungen diskutieren. Und ja, ja, und es macht, deswegen hätte man das alles vor der Verhandlung oder am Anfang der Verhandlung klären können, aber durch diesen pauschalen Beschluss, dass das alles nicht passieren kann, hat sie uns quasi, hat sie eine Situation geschaffen, wo wir im Grunde nicht da sind und unsere Mandanten nicht da sind. Also wir haben dann daraufhin Befangenheitsanträge gestellt und das so formuliert, dass damit was stimmt. Die Subjektstellung, unseren Mandantinnen wurde die Subjektstellung genommen. Sie wurden nicht nur wie Objekte vorgeführt, sie waren auch wie Objekte gar nicht mehr befugt, irgendwas dagegen zu sagen. Egal, was sie möglicherweise hätten zu sagen haben. Also es ist wirklich ein absolutes Unding und dann wollte sie eben weitermachen und da wir ja gar keine, und wir mussten Anträge stellen, wie gesagt, bestimmte Sachen muss man unverzüglich machen, zum Beispiel Befangenheitsanträge müssen, wenn die Gründe vorher schon entstanden sind, bis vor Vernehmung zur Person. Und dann wollte sie mit der Vernehmung der Person anfangen. Und wir konnten ja nicht mal einen Unterbrechungsantrag stellen oder eben den Befangenheitsantrag und wir hätten ihn hinterher nicht mehr stellen können. Das heißt, wir konnten gar nichts mehr anderes machen in dem Moment als rausgehen. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann geschlossen rausgegangen, weil wir keine andere Chance mehr hatten, uns zu wehren, also die Rechte unserer Mandantin wahrzunehmen. Und das wurde dann und das war auch völlig offensichtlich für die Kammer, dass es eine reine Reaktion auf dieses prozessordnungswidrige Vorgehen war. Also es war eine Art prozessuale Notwehr, die wir dann gemacht haben. Wir hatten jetzt auch nicht die Absicht, wieder nach Hause zu fahren. Wir haben uns einfach versammelt vor dem. Also es ist ja so sie kann ja dann nicht weitermachen, wenn alle Verteidiger draußen ist, weil das ein Fall notwendiger Verteidigung ist. Das heißt, wir können durch diese Maßnahme rauszugehen, faktisch also wir können das Verfahren dann anhalten, weil sie nicht ohne uns weitermachen kann. Aber wir dürfen natürlich als Beigeordnete, sofern wir beigeordnete Pflichtverteidiger sind, dürfen wir auch unter normalen Umständen nicht einfach so rausgehen. Wir müssen dann da sein. Aber ihr dürftet ja auch keinen Antrag richtig, stellen. genau. Das und meine nicht ich. sprechen. Richtig, weil und deswegen war das sozusagen eine Ausnahmekonstellation, wo uns nichts anderes übrig blieb, als genau das zu machen. Und wir wollten uns jetzt eigentlich nur kurz beraten, wie wir jetzt damit umgehen. Dann hatte eben Frau Lauchstädt, ach so, genau, und dann, ohne dass wir es wollten, hat dann Frau Lauchstädt einfach immer 2 Stunden unterbrochen. Wir wurden von dem Bereich vor des Saals dann verwiesen, sind dann ins Anwaltszimmer gegangen, also sind auch im Gerichtsgebäude geblieben und haben dann überlegt, was wir machen. Und dann kam dann die Idee auf, als Kompromissangebot tatsächlich, okay, dann gehen wir halt zu unseren Mandanten. Wir wollen zwar auch nicht in der Glaszelle sitzen, aber wenn das die einzige Chance jetzt im Moment ist, neben unseren Mandanten zu sitzen, dann machen wir das wenigstens so. Das war eigentlich nur der Sinn, dann sozusagen in den Bereich hinter dem Glaskasten zu gehen. Also nach der 2-stündigen Unterbrechung seid ihr dann einfach sind wir dann einfach da reingegangen. zu euren Mandantinnen in die Glaszellen. Richtig, weil wir mussten natürlich irgendwie direkt da reingehen, weil wenn erst unsere Mandantinnen da gewesen wären, hätten die ja dann die Tür zugemacht und uns dann womöglich nicht mehr reingelassen, die Wachtmeister. Deswegen dachten wir gehen halt direkt da rein und empfangen da unsere Mandantin. Also das war, ja, und Frau Lauchstädt hat dann böswillig einfach unser Rausgehen aufgefasst als wir stehen nicht mehr zur Verfügung zur Verteidigung und dieses da reingehen in den Glaskasten hat sie als Blockade des Gerichts als Blockade aufgefasst, war das Gegenteil. Aber sie hat uns ja auch dazu nicht angehört.
Sie kam dann rein, hat das gesehen, hat uns ein Ultimatum gesetzt von 5 Minuten, wieder auf unsere Plätze. Unsere Plätze sind verdammt nochmal neben den Mandantinnen, aber was sie meint, was unsere Plätze seien, 5 Minuten Zeit und wenn gleichzeitig angedroht, uns alle zu entpflichten, also uns alle aus dem Verfahren zu schmeißen, das Verfahren auszusetzen, wenn wir das nicht tun. Ohne überhaupt uns zu fragen, warum wir das machen. Und dann waren die 5 Minuten um, wir waren noch da hinten in dem Bereich und dann hat sie einfach die Verhandlung dann abgebrochen, uns dann erstmal nicht entpflichtet, uns dann aber nochmal ein Schreiben gemacht, wo sie uns das dann nochmal androht. Und 2 Termine aufgehoben, also die Verhandlung für insgesamt 2 Wochen unterbrochen und uns dann quasi ein Schreiben geschickt, dass sie jetzt im Interesse der Prozessökonomie uns nicht verpflichtet, dass die Verhandlung nicht aussetzt, uns aber alle abmahnt, wortwörtlich abmahnt, was eine Verrücktheit ist, denn ein Richter, es gibt das Wort Abmahnung in der Strafprozessordnung nicht, gibt es im Arbeitsrecht, Abmahnung. Aber offensichtlich sieht sie uns als unsere Untergebenen oder als unsere Angestellten. Und wenn wir nicht so wollen wie sie, dann scheint das ein Grund für sie abzumahnen. Also gelbe Karte und im nächsten Schritt dann rote Karte. Also das ist so die Art und Weise, wie sie verhandelt und was da im Prozess, ja, was jetzt die Folge des ersten Prozesstags war. Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Also die Richterin Katrin Lauchstädt hat zunächst keinerlei Anträge zugelassen und dann irgendwie euch gedroht, Ja. also den Verteidigerinnen gedroht, euch zu entpflichten. Und dann irgendwie eine Fantasiestrafe entwickelt, eine Abmahnung, die Ja. es gar nicht gibt. Ja. Und ja, und ist das üblich, so ein Verhalten? Nee, also ich habe sowas, weiß nicht, ob das bei Frau Lauchstädt üblich ist. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist einfach alles völlig untragbar und skandalös. Und das ist vielleicht nochmal wichtig gewesen, das jetzt auch im Zusammenhang zu erzählen, weil das ja teilweise so ein bisschen wirkte dann, also die Presseberichterstattung war insgesamt relativ okay, aber teilweise wirkte es so, als wenn wir da irgendwie, also zumindest am ersten Verhandlungstag, unser Auftreten etwas wild und anarchistisch gewesen sei. Also das war, also war es überhaupt nicht. Also vielleicht waren wir zwischendrin so ein bisschen aufgebracht durch das Verhalten von Frau Lauchstädt. Aber was sozusagen, weil uns in gewisser Weise ja die Hände gebunden wurden, wenn wir nicht sprechen dürfen, aber sprechen müssen, dann wirkt es dann vielleicht nach außen erstmal irgendwie aufgedreht oder als wenn wir den Anweisungen des Gerichts nicht folgen, aber die Anweisungen sind einfach grob rechtswidrig gewesen. Und ja, deswegen, ja, oder es gab im Cicero oder so ich habe es gar nicht nur überflogen, aber einen Artikel über diese Aktion von uns da und das sei ja ein Moralspektakel gewesen, an dem sich die Anwälte beteiligt hatten. Ich weiß nicht, was die Autorin ist, glaube ich, sogar immer irgendwie im Ethikrat, aber ich weiß nicht, was sie für Informationen hatte. Also es hatte erstmal mit Moral überhaupt gar nichts zu tun und wir haben uns auch nicht prozessordnungswidrig verhalten. Also die einzige Person, die Strafprozessordnung und die Menschenrechtskonvention mit Füßen getreten hat, war die Vorsitzende Richterin und mit ihr die Kammer. Und alles, was wir gemacht haben, war irgendwie notdürftig noch die Rechte unserer Mandantin aufrechtzuerhalten. Und ja. Es gab ja noch weitere Eingriffe, zum Beispiel Eingriffe in die Arbeit der Presse. Ja. Ihr als Verteidigerin hattet eine Pressemappe angefertigt, das ist auch üblich. Ja. Also es ist nicht bei jedem Prozess so, aber es gibt es. Ja. Und die den Journalistinnen ausgehändigt vor dem Gericht. Oder die konnten sich das nehmen, wer Interesse gezeigt hat. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ablief. Eine Kollegin von uns hat diese Pressemappe an interessierte Journalistinnen verteilt. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Wir durften ja auch nicht in den Bereich rein, wo die Journalistinnen waren. Ja. Aber irgendwie weiß gar nicht genau, wie die Übergabe, aber es wurden da ein paar Pressemappen verteilt, die wurden dann beschlagnahmt, wurden den Journalistinnen wieder weggenommen. Von den Gerichtswachtmeistern, und zwar im Beisein des Pressesprechers ja, des Gerichts. so habe ich es auch gehört, genau, ja. Ja, und die meisten haben die auch nicht hinterher wieder zurückgekriegt. Es wurde dann hinterher gesagt, ja, wer gewollt hätte die zurückbekommen, hinterher.
Mag sein, das weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob die betroffenen Journalistinnen überhaupt darüber informiert wurden, dass sie theoretisch zurückkriegen. Jedenfalls wurden sie erstmal weggenommen. Ich glaube, einzelne, wie ich das gehört habe, mussten einzelne Journalistinnen sogar die Pressemappe, die sie selber schon eingeschlossen hatten in ihren Spind, sogar da rausholen und abgeben. Also völlig ohne Rechtsgrundlage. Also wenn die Verteidigung darf ja wohl genauso wie das Gericht und die Staatsanwaltschaft Pressearbeit machen und Pressemappen verteilen, und es gab keine Rechtsgrundlage für eine Beschlagnahme davon. Ich weiß nicht, ich hoffe auch, dass vielleicht einige der betroffenen Journalistinnen dagegen noch klagen oder ja, also Ja, und also ich könnte auch verstehen, jetzt aus der Sicht einer mh, Journalistin, dass man vielleicht am Ende sehr schnell die Abgabe des Textes oder den Text produzieren muss, ja, weil der Redaktionsschluss naht oder mhm, soll ja auch schnell vielleicht online gehen ja, und dann auch keine Zeit mehr ist, nach dem Ende nochmal sich irgendwo in eine Schlange zu stellen und was abzuholen mit einer Nummer und einem Namen und nochmal seinen Ausweis kopieren lassen oder ja, zum Beispiel, also es ist etc. Äh, ganz klarer Eingriff in die Pressefreiheit. Aber ja, kommt auch hinzu, die Öffentlichkeit insgesamt durfte auch nichts mit, also keine Zettel und keine Stifte mitnehmen. Nicht Also mal ein Bleistift nicht mal ein und Bleistift und ein Zettel. Manchmal läuft es dann so, dass sie das ausgehändigt kriegen, aber nicht mal das ist, also die Öffentlichkeit stand ohne Mitschreibegelegenheit da auch grob, auch rechtswidrig einfach. und wie lief dann der zweite Verhandlungstag ab, nach dieser Unterbrechung von 2 Wochen? Ja, also der Ton der Vorsitzenden hatte sich leicht verändert, also wirkte zunächst so ein bisschen freundlicher und aufgeschlossener, war aber war aber rein oberflächlich. Also es hat sich in der Sache überhaupt gar nichts geändert. Also es war alles genauso. Unsere Mandantinnen waren weiter im Glaskasten, unsere Schreibkraft wurde nicht zugelassen. Also sogar bei dem Stammheim-Verfahren 1975 war das überhaupt kein Problem, dass die Verteidigung ihre eigenen Schreibkräfte dabei hatte. Damals noch auf Also Schreibmaschine wahrscheinlich. ja, oder ja, genau, oder per Hand, was auch immer. Aber jedenfalls, und da wurde sogar die Verhandlung aufgezeichnet und auch peu à peu sogar der Verteidigung Transkriptionen überlassen der Aufzeichnung. Also ach, übrigens da auch keine Glaskästen im 1975 Verfahren. Also ja, also ich will das jetzt gar nicht vergleichen eigentlich. Das ist vielleicht unangemessen, aber fällt trotzdem auf. Also dass ja, selbst an diesen Maßstäben von dem Schauprozess, der das damals war, der ja irgendwie mit dem Tod aller Angeklagten geendet hat, deswegen will ich das jetzt auch nicht vergleichen, ist das, ja, aber wenn man sich das mal interessehalber vergleichsweise anguckt, ist man dann schon erstaunt, dass die Kammer in bestimmten Hinsichten noch unflexibler ist heute. Ja, wie war die Frage? Zweiter Prozesstag? Ja, Genau, am 11. Mai war das. genau, das war dann am 11. Mai und ja, wir wollten dann dieselben Anträge wieder stellen und dann kam wieder der Beschluss, dass wir nicht das Wort haben bis nach Anklageverlesung. Und paradoxerweise hat die Vorsitzende dann aber gesagt, nachdem sie gerade entschieden hatte, dass wir wieder pauschal nicht das Wort bekommen, sollten wir aber da jetzt ankündigen, ob wir Anträge haben und wenn ja, welche, grob umreißen. Das haben wir dann alle gemacht und dann hat sie nochmal den Beschluss gemacht, dass wir die alle Anträge erst nach Anklageverlesung stellen können. Also es war ein bisschen komisch, weil sie ja am Anfang gesagt hat, wir haben wieder nicht das Wort, dann aber uns doch ständig das Wort erteilt hat, um zu sagen, was wir machen wollen, falls wir irgendwann das Wort bekommen. Ja, Also es das macht hatte ja auch, gar keinen Sinn. nein, es hatte auch gar keine Logik und auch das hat wieder nur Stunden, das hat auch einfach wieder nur Stunden Zeit gekostet. Und für uns hatte sich ja überhaupt nichts geändert. Wir können, also an dem ganzen Arrangement hat es sich überhaupt nichts geändert und auch an diesem Dilemma,
dass wir nicht diese Anträge erst stellen wollen, wenn die Anklage verlesen ist, wenn wir über Inhalte sprechen wollen. Wir könnten natürlich uns dann überlegen, okay, wir lassen das jetzt alles so durchlaufen, machen unsere Opening Statements, bleibt so alles, wie es ist und stellen dann irgendwann unsere Anträge, wenn unsere Mandanten sich eingelassen haben. Aber das führt ja auch dazu, dass dann ganz wesentliche Verhandlungsschritte unter Bedingungen stattfinden, die einfach nicht in Ordnung sind. Also wir wollen ja zum Beispiel, dass die Schreibkraft da ist und mitschreiben kann und alles dokumentiert. Dazu ist es ja da von Anfang an. Und gerade in diesen Momenten, wo Anklage verlesen wird, wo sich unsere Mandanten einlassen, Opening Statements gehalten werden, brauchen wir unsere Mandantin neben uns. Vielleicht fällt ihnen ja was Spontanes ein oder sie wollen mir schnell noch was mit auf den Weg geben oder also das ist, ja, deswegen können wir jetzt auch nicht einfach so sagen, wir lassen das jetzt mal alles so. Ist zwar menschenrechtswidrig und gegen alle Grundsätze eines Rechtsstaats, aber wir lassen das erstmal so laufen und hören uns mal die Anklage an und halten unsere Opening Statements. Das ist, ja, völlig unmöglich. Vor allem beginnen wir ja dann auch über die Inhalte zu sprechen mit einer Kammer, die wir aus guten Gründen gerade abgelehnt haben wegen Befangenheit. Also warum soll ich mich überhaupt auf eine Kommunikation einlassen mit denen, auch nur anfangen, wenn die uns die ganze Zeit signalisieren, was wir sagen, ist ihnen scheißegal. Was unsere Mandantinnen wollen oder sagen oder vorbringen können, ist ihnen völlig egal. Also wenn schon im Kern am Anfang das ganze Arrangement so ist, dass in deren Sicht unsere Mandantinnen hochgefährliche, Hochkriminelle sind, die gar nicht, wo es gar nicht wert ist, bei denen die gar nicht angehört werden müssen, zumindest am Anfang. Woher soll dann die Hoffnung kommen, wenn das ganze Arrangement schon so eklatant gegen die Menschenrechtskonvention, woher soll die Hoffnung kommen, dass wir mit diesen Richterinnen auf irgendeine sinnvolle Weise über die Inhalte sprechen können, über die wir ja eigentlich die ganze Zeit sprechen wollen. Und deswegen, ja, können wir so im Grunde überhaupt gar nicht die Verhandlung vernünftig anfangen, solange das nicht alles geklärt ist. Bis das nicht alles vernünftig hergestellt wurde und sich die Richterin im Grunde für alles, was bis jetzt geschehen ist, entschuldigt hat. Ja, deswegen, ich sehe im Moment überhaupt gar keine Lösung, außer dass tatsächlich dieses Gericht zurücktritt oder von sich aus oder die Befangenheitsanträge durchgehen, weil diese Richterinnen sind offensichtlich befangen und man wird mit ihnen nicht normal über die Inhalte, um die es hier geht, sprechen können. Und das war im Grunde, das war das Thema am zweiten Prozesstag. Also die Kammer hat irgendwie versucht, gar nichts zu ändern und trotzdem anzufangen. Und wir haben die ganze Zeit geltend gemacht, nein, geht es so nicht. Das ganze Arrangement ist hier in einer Weise gebaut, die den vernünftigen Verhandlungsbeginn unmöglich macht. Und mit diesen Diskussionen ist dann der zweite Tag vergangen. Und das ist von der Kammer ja auch, oder die Kammer bringt euch damit ja auch ein bisschen in so ein Dilemma, weil ihr wollt nicht, dass eure Mandantinnen länger in Untersuchungshaft sitzen. Ja. Und umso länger der Prozess verzögert wird, wenn Frau Lauchstedt jetzt sagt, nochmal 2 Wochen Richtig. Unterbrechung oder Verhandlungstage abbricht oder absagt, Ja. dann bedeutet das ja die Lebenszeit der Mandantin, die weiter in Richtig, damit versucht Knast sie uns verbringen. zumindest, genau, das ist auf jeden Fall eine wichtige Überlegung, die wir im Hinterkopf haben müssen. Und richtig, also sie bringt uns in solche Dilemmata. Deswegen meint sie ja auch, uns drohen zu können. Ne? Also mit Entpflichtung und Aussetzung, dass es dann alles viel länger dauert. Aber im gewissen Sinne, wenn man das zu Ende denkt, sind das leere Drohungen. Weil so wie die Kammer drauf ist, werden unsere Mandanten, also so wie die jetzt haben die ja eh schon entschieden, dass unsere Mandanten lange im Knast sind. Das ist deswegen, also selbst wenn es jetzt länger dauert, wird es, wenn das dazu führt, dass wir hier andere Richterinnen kommen, dann ist das ein Erfolg. Und es wird im Endeffekt die Haftzeit unserer Mandantin nicht verlängern, weil diese Richter bedeuten lange Haftzeit. Ja. Und die müssen weg
und dann haben unsere Mandanten vielleicht eine Chance auf ein faires Verfahren. Und kann es sein, dass euer Befangenheitsantrag durchgeht? Oder welche Chancen rechnest du dem aus? Ja, also das kann immer sein. Also wenn wir unabhängige Richter haben, die jetzt darüber entscheiden sollten, dann müssten die eigentlich durchgehen. Das Problem ist, dass die meisten also Befangenheitsanträge nie durchgehen, weil das Richter desselben Gerichts sind. Häufig die sozusagen Zimmernachbarn der betroffenen Richterin. Also wir haben Wie ja, scheiße ist das ja, bitte? also das ist ein organisatorisches, also es ist, funktional ist es ist ein Systemfehler einfach, dass über Befangenheitsanträge Richter, in der Regel Richterinnen entscheiden, die ganz eng verknüpft sind mit den Richterinnen, über die sie entscheiden, da meistens eine Krähe einer anderen kein Auge aushackt. So geht, glaube ich, das Sprichwort. Passiert das in der Regel auch bei haben Befangenheitsanträge meistens keinen Erfolg. Die gehen so gemeinsam in die Mensa Ja, und so ist, schnacken und genau, essen was genau und das, ja. trinken Kaffee. Und ausnahmsweise gibt es vielleicht da auch mal Antipathien und dann hat vielleicht ein Befangenheitsantrag auch mal Ah. Erfolg. Oder die Sache ist so offensichtlich, so offensichtlich, dass, ja, dass selbst der befreundete Richter nicht mehr anders kann. Ja, aber ja, deswegen dürfen wir uns da keine Illusionen machen. Aber ja, aber wir haben das auf 20 Seiten relativ präzise begründet, was die ganze Vorgeschichte war, was also die wurden ja gestellt vor allem nach dem ersten Prozesstag. Und wenn wir da jetzt irgendwie vernünftige Personen drüber bekommen, die da entscheiden, dann müssten die eigentlich durchgehen, aber trotzdem sind jetzt objektiv die Chancen wahrscheinlich gering. Und eure Mandanten sind ja wegen Paragraph 129, Bildung einer kriminellen Vereinigung, angeklagt. Ja. Sucht die Staatsanwaltschaft dann auch nach Verbindung zu Palestine Action in Großbritannien? Ja, also das stand mal am Anfang im Raum. Die Anklage ist auch voll von Bezügen zu Palestine Action in Großbritannien. Aber die Konstruktion der Anklage ist jetzt eine andere. Also die sagen nicht, dass unsere Mandantin in derselben Vereinigung Mitglied oder dass es irgendwie eine große Vereinigung sei, wo unsere Mandantin Mitglied sein, sondern die Konstruktion ist, dass es einen deutschen Ableger gäbe von Palestine Action Germany. Und das sei quasi die kriminelle Organisation, also der deutsche Ableger von Palestine Action. Und da seien unsere Mandantin Mitglied. Es gibt dafür relativ wenig Anhaltspunkte, dass es da irgendwelche also kriminelle Organisation setzt ja zumindest ein Mindestmaß an festgefügten Organisationsstrukturen Ja. voraus, die auch unabhängig von der Rolle unserer Mandantin sind und dafür gibt es quasi nichts. Also unsere Mandantinnen haben offensichtlich einfach unter dem Label agiert. Die hatten halt T-Shirts an, auf dem Palestine Action stand und es wurde über eine Instagram-Seite von Palestine Action Germany veröffentlicht. Das heißt aber einfach nur, dass man in diesem Namen irgendwie oder sich auf diesen Namen berufen hat, ähm, sagt überhaupt nichts über festgefügte Organisationsstrukturen aus. Deswegen wird das auch nochmal ein eigener Diskussionspunkt sein in dem Verfahren. Und ja, ohne jetzt moralisch werden zu wollen, aber ist es nicht einfach völlig gerechtfertigt zu versuchen, Waffenlieferungen zu verhindern, die in einem Genozid benutzt werden? Und wie ist das juristisch einzuordnen? Ja, genau, das hatten wir so ein bisschen schon besprochen. Ja, Also ich finde auch, es ist erstmal, ich kann mir relativ wenige Waffenfabriken weltweit vorstellen, wo es nicht eine Wohltat wäre, die ja, einfach kaputt zu machen. Es geht ja einfach um Maschinen, die einfach nur Zerstörung produzieren. Und die kaputt zu machen, ist irgendwie erstmal eine Wohltat an sich schon genommen. Aber schon, und hier kommt eben noch ganz viel dazu. Also, dass es eben diesen direkten Bezug von dem Betrieb in Ulm zu dem Genozid durch Israel oder die israelische Armee verübten Genozid in Gaza gab und da dann Sand ins Getriebe dieser Kriegsmaschine zu streuen, indem man versucht, da Betriebsteile zu beschädigen, ist offensichtlich gerechtfertigt. Und moralisch gesprochen, es ist eine Wohltat. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer so alles das Bundesverdienstkreuz
bekommen hat, aber wahrscheinlich wurde es auch schon an ziemlich viele Idioten verteilt. Also wenn es nicht schon so kontaminiert wäre, müssten die 5 eigentlich das Bundesverdienstkreuz kriegen. Und Ich glaube nicht, dass sie das wollen nee, das würden. wollen sie nicht. Genau, will man gar nicht. Also ja, aber moralisch gesprochen ist es natürlich eine anerkennenswerte. Man könnte, also haben sie eine Pflicht erfüllt. Ich würde wirklich so weit gehen. Es ist eine menschliche Pflicht, die 5 uns da vorgemacht haben. Und was sagt es denn über ein Land aus, Deutschland, was ja sich auf sozusagen sich immer wieder beruft darauf, wie toll es seine Vergangenheit aufgearbeitet hat und Geläutert, geläutert Stunde ist. Null, ja. Genau, und das nie wieder sozusagen sich zum Betrieb gemacht hat. Und aber was bedeutet nie wieder, wenn das nicht universell gilt? Und wenn das jemand ernst genommen hat, dann bestimmt nicht Deutschland, denn die haben nie wieder hin oder her einen Genozid mit massiver Waffenhilfe und diplomatischer Hilfe und was auch noch immer unterstützt. Und diese 5 haben das ernst genommen, dass kein Genozid zu passieren hat, indem sie diese mutige Tat begangen hat und begangen haben. Und ja, aber die Repression gegen die 5, das ist ja im Grunde die Spitze des Eisbergs gegen die ganze Palästina-solidarische Bewegung, scheint ja da einen Nerv getroffen zu haben. Also diese deutsche moralische Selbstidentifizierung als der geläuterte Staat, und der sich sozusagen daran als gutes Subjekt der Geschichte beweist, dass es eben diese bedingungslose Solidarität mit Israel sich zur Staatsräson gemacht haben. Das soll der Inhalt der Aufarbeitung sein. Und das ist ja eine völlig verrückte Konstruktion, die da gemacht wird, denn eine Lehre aus der Geschichte oder eine Änderung kann ja nur sein, wenn Menschenrechte universell beachtet werden. Und nicht diese Instrumentalisierung der Lehren dazu, dann mit einem Staat solidarisch zu sein, selbst bis hin, also bis hin zu schwersten Völkerrechtsverbrechen. Und die ganze Bewegung dagegen trifft ja in den Nerv es geht ja auch gar nicht, geht ja Deutschland da nicht mal um Israel, es geht den natürlich noch viel weniger um Jüdinnen. Es geht Deutschland am Ende nur um sich selbst, um sich zu militarisieren und gleichzeitig der moralischste Player der Weltgeschichte zu sein und dieses Bild abzugeben. Nur darum geht's. Und da trifft ja diese ganze Palästina-solidarische Bewegung in den Nerv dieses Selbstverständnisses und dieser Selbstidentifizierung. Und deswegen musste quasi aus Gründen der Staatsräson diese Repression stattfinden, um dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten. Und, da nicht ein Deut von abzugehen. Und ja, das betrifft und die Speerspitze davon oder die Spitze des Eisbergs ist jetzt, was mit diesen 5 passiert. Das war ja. Und es kommt noch hinzu, dass es natürlich auch noch eine antimilitaristische Aktion war. Ein Rüstungsbetrieb wurde angegriffen und das in der Zeit, wo Deutschland sich das zum weiteren Staatszweck gemacht hat, sich unendlich aufzurüsten und für einen Krieg gegen Russland bereit zu sein. Wenn du uns einen kleinen Ausblick geben könntest, wird es jetzt weitergehen in dem Verfahren? Ja, also wie gesagt, wir hoffen einfach, dass wir Richterinnen irgendwie es mit Richterinnen zu tun bekommen, die diesen Namen irgendwie verdienen, die unvoreingenommen sind, die sich unsere Argumente anhören und abwägen und eine faire Entscheidung treffen. Und sobald wir den Eindruck haben, dass wir es mit solchen Richterinnen zu tun haben, oder unsere Richterin, die wir jetzt haben, eine Metamorphose in einer Art durchmachen, die dieser Annahme berechtigt erscheinen lassen, beginnen wir hier zu verhandeln und zu kommunizieren. Solange werden wir diesen Richterinnen zeigen, dass wir nicht bereit sind, hier quasi ein Feigenblatt
ein rechtsstaatliches Feigenblatt eines Scheinprozesses zu sein. Also dafür werden wir uns als Anwälte nicht hergeben. Wir wollen was unseren Mandanten, derzeit hilft unseren Mandantinnen nur das, was dieses Gericht, so wie es sich jetzt verhält, nicht anerkennt und nicht legitimiert. Das ist das Einzige, was wir für unsere Mandantin jetzt tun können, weil diese Richterinnen ihnen ganz offensichtlich völlig voreingenommen gegenüberstehen. Und wie gesagt, sobald wir begründete Anlässe haben, dass sich daran was ändert, werden wir uns beteiligen an einem hoffentlich rechtsstaatlichen, vernünftigen Gerichtsverfahren. Solange werden wir weiter zeigen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht in Ordnung ist und eine Verhandlung nicht möglich ist. Weil also die Bedingungen, die das Gericht jetzt schafft, sind rechtsstaatsfeindlich und spotten jeder möglichen Kommunikation. Und das müssen wir klar machen. Und deswegen, ich kann überhaupt gar nicht prognostizieren, wie das weitergeht. Wir sind unglaublich angewiesen auf Öffentlichkeit. Deswegen, bis jetzt war das sehr, sehr wichtig, dass es so viel Prozessbeobachtung gab. Menschenrechtsorganisationen gucken das an. Das Grundrechtekomitee ist da und schreibt Berichte. Amnesty International schaut sich das an. Es waren auch Bundestagsabgeordnete vor Ort. Es ist relativ viel Presse da. Es sind ganz viele interessierte Zuhörerinnen da, die ganzen Familien unserer Mandantin sind da und das ist ganz wichtig, auch dass es weiter diese Presseberichte, denn was da passiert, ist wirklich die Axt am Baum des Rechtsstaats, soweit er noch vorhanden ist und da soll einfach ein Exempel statuiert werden an unseren Mandantinnen. Das Ganze ist als Schauprozess gedacht und ja, wir brauchen die Öffentlichkeit dafür, um das skandalisieren zu können. Und nochmal, wenn das irgendwie weil da immer wieder solche Fragen kommen, helfen wir unseren Mandantinnen damit, indem wir das Verfahren blockieren. Wir blockieren, wir haben alles da, wir haben alles vorbereitet, wir wollen das verhandeln und das Gericht blockiert hier und wir helfen unseren Mandantinnen nicht, wenn wir uns auf diese Bedingungen mit diesem Gericht, was offensichtlich befangen ist, einlassen, dann schaden wir unseren Mandantinnen. Das heißt, wir müssen kämpfen hier, um diese grundlegenden Sachen, um zu einem Punkt zu kommen, wo unsere Mandantinnen überhaupt Gehör finden. Ja, also von uns aus geht auf jeden Fall Solidarität an die Ulm 5 und vielen Dank, dass du hier warst und uns berichtet hast von diesem Verfahren. Gerne. Danke für das Interesse. Freut mich sehr, dass ich darüber auch jetzt einmal so ausführlich berichten konnte, weil in den meisten Formaten kann man ja immer nur so ein paar Sätze sagen und den Zusammenhang darzustellen ist gar nicht so einfach. Und der Befangenheitsantrag, wie gesagt, hat ja auch 20 Seiten und da muss man irgendwie von der Pike auf anfangen, um das auch zu verstehen. Und ja, deswegen war ich jetzt froh, dass ich da jetzt auch mal so in der Ausführlichkeit drüber berichten konnte. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.